liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, Jungweinbehandlung aus dem Jahrgang 2025 ist heute das Thema des Webseminars. Wir machen ja mittlerweile gerne im Februar dieses Webseminar durchführen, weil wir da sehr, sehr interaktiv in die Aufbereitung der Weine gehen und vor der Abfüllung stehen. Ich weiß, da ist auch schon einige Weine abgefüllt worden, aber das ist jetzt ein Themenfeld, was uns eigentlich im Gros des Jahrganges aktuell vor der Flasche erwartet. Und von den Themenfeldern habe ich mal ein paar Dinge aufgeführt, die uns so in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen sind, beziehungsweise wo wir auch Rückfragen dazu haben. Ein paar andere Themenfelder sind auch jetzt nochmal einfach pro forma aufgenommen, damit wir einfach diese Themenfelder kurz ansprechen und dort auch besprechen können. Ganz zum Schluss, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit, auf individuelle Fragen einzugehen. Wenn das eine oder andere jetzt heute in dem Webseminar nicht zum Thema genommen worden ist, dann gerne im Nachgang des Webseminars dementsprechend nochmal ansprechen. Summa summarum wissen wir wirklich von bis jetzt einem unproblematischen Jahrgang reden. Wenn wir die Jahrgänge zuvor betrachten, hatten wir durchaus größere Herausforderungen und vor allen Dingen Herausforderungen, die ein bisschen fokussierter waren. Wir haben natürlich auch dieses Jahr Herausforderungen in Klammern, aber das ist halt nicht so ein großes Themenfeld, sondern das sind sehr, sehr individuelle und eher kleinere Themenfelder. Eines der Themenfelder, die sicherlich aufgrund der Ernteplanung bzw. Erntestrukturen bei dem einen oder anderen eine Rolle spielt, ist die Fragestellung der Säuren bzw. Säuremanagement. Und hier, wie auch bei anderen Themen, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, die Weine zu probieren. Immer wieder ist das ein Punkt, was wir dann durchaus auch merken, wenn dann auch Winzer zu uns in die Beratung hier vor Ort kommen, dass die Weine, wenn man sie verkostet, auf einmal anders wahrgenommen werden. Zu Hause im eigenen Keller habe ich die irgendwie anders probiert. Wunder, Flasche gezogen, vielleicht ein bisschen Sauerstoff reingekommen oder auch mit einer anderen Temperatur. Ist natürlich ein wichtiger Punkt, wie wir die Weine sensorisch wahrnehmen. Auch durchaus mal eine zweite und dritte Meinung einnehmen, um einfach dann dementsprechend da ein gutes Fundament für Entscheidungen zu haben, als auch dann letztjährige Weine einfach mal nebenher zu stellen, denn das ist auch ja ein wichtiger Typus und eine Frage insbesondere für die Basisweinbereiche, dass wir durchaus diesen Weintypus der letzten Jahre doch einigermaßen probieren, sensorisch zu treffen. Wenn wir über die Säureharmonisierung, das als ersten Punkt sprechen, haben wir natürlich einen wichtigen Punkt, und das heißt die Weinanalyse. Wir wissen aber auch aus allen Jahren heraus, dass die Weinmatrix ein entscheidender Punkt ist, wie wir die Säure wahrnehmen. Es gibt durchaus Weine, die haben einen Säurewert, wenn man dann die Gesamtsäure auf einmal Werte sieht von 8, oder 9, dann erschreckt man, denkt, um Gottes Willen, der Wein ist ja sauer. Man probiert aber den Wein und stellt fest, er wirkt aber sensorisch nicht sauer. Also vielleicht ein etwas höherer pH-Wert oder eine bessere Abpufferung in der Weinmatrix oder auch ein anderes Verhältnis an Weinsäure-Äpfelsäure. All das sind auch Faktoren, die eine Säurewahrnehmung sehr, sehr stark beeinflussen. Inklusive natürlich pH-Wert rauf und runter. Also Säure-Süße-Balance ist ein wichtiger Punkt, in jedem Wein festzustellen. Auch da mal wirklich, habe ich zumindest festgestellt, nicht nur den Wein beim Probieren einfach mal auf die Zungenspitze legen, sondern wirklich probieren, den kompletten Mundraum mit dem Wein zu belegen, als auch bei der Verkostung einfach mal einen kleinen Schluck runterzuschlucken, um zu sehen, wie das Säure-Süße-Balance dann wirklich auch beim späteren Trinkgenuss ist. Wenn die Säure-Süße-Balance noch nicht hergestellt ist, sind das die klassischen Themenfelder. Erstens mal einen Verschnitt prüfen. Zweitens, bevor man über eine Entsäuerung drüber nachdenkt, Frage, naja, kann ich vielleicht mit minimalster Anhebung der Süße da eine schöne Balance herstellen? Allemal einfacher als eine Entsäuerung durchzuführen. Allerdings immer in Anbetracht des Weintypes, sprich oftmals trockener Weintypus, halbtrockener, feinherber Weintypus, den Sie probieren wollen. Neben der Entsäuerung haben wir immer wieder auch die Fragestellung der Weine, die sehr wenig Säure haben. Ist vielleicht eine Säuerung genau der Punkt, der interessant wird, um dieses Feinjustieren herzustellen, eine Spritzigkeit, eine Finesse, eine Frische nochmal in den Wein reinzubekommen. Dementsprechend ist das besonders in dem Jahrgang 25 ein spannender Punkt, dass wir einige Weine haben, die definitiv eher früher geerntet worden sind, dahingehend vielleicht eine Säurespitze haben, gegen Mitte bis Ende der Ernteperiode durchaus auch Weine haben, die aufgrund der niedrigeren Gesamtsäuren bei der Ernte doch vielleicht sogar eine Säuerung bedürfen.
Entsäuerung habe ich angesprochen. Vorversuche durchführen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir alle kennen im Prinzip den Punkt, dass wir bei der Säuerung diese Vorversuche sehr einfach durchführen können. Bei der Entsäuerung ist das schon mal ein bisschen schwieriger. Welches Verfahren bei der Entsorgungsstrategien, Weinsäuregehalt ist noch ausreichend vorhanden? Entsorgungsziel muss natürlich klar sein, und wenn halt die Weinsäure vorhanden ist, dann ist die einfache Entsäuerung die einfachste Form. Wenn zu wenig Weinsäure vorhanden ist, was ich dieses Jahr noch bei fast keinem Jungwein gesehen habe, dann rückt natürlich die Doppelsalzentsäuerung in die Durchführung. Wenn das sogar nicht mehr hinreicht, haben wir noch die Möglichkeit der erweiterten Doppelsalzentsäuerung. Diese Varianten 2 und 3 werden aber aus den Erfahrungen heraus dieses Jahr keine nennenswert große Rolle spielen. Im Praxisleitfaden ab Seite 61 haben wir hier auch für die Entsäuerung im chemischen Bereich hier Informationen zusammengestellt. Diese Leitfäden können Sie dementsprechend nochmal gut verfolgen. Tja, welches Behandlungsmittel wollen wir einsetzen? Calciumcarbonat, also Kohlensäure-Kalk, oder Kaliumhydrogencarbonat, viele auch als Produktname einer Firma bekannt, sprich Kalinat. Das ist jetzt so ein bisschen der Punkt und Fragestellung. Kaliumhydrogencarbonat ist das teurere Mittel im Vergleich zum Calciumcarbonat, aber auch das zu bevorzugende, denn der nachfolgende Punkt in Richtung Weinstandstabilisierung ist mit Kaliumhydrogencarbonat besser steuerbar, als wenn Sie jetzt mit Calciumcarbonat entsäuren. Dieses klassische nach Calciumcarbonat 6 bis 8 Wochen Wartezeit bis zur späteren Abfüllung muss zwingend beachtet werden. Und das ist einfach bei einer Kaliumhydrogencarbonat-Anwendung wesentlich einfacher zu handhaben. Wenn wir jetzt mal den nächsten Schritt schauen, so einfach entsäuern, dann ist natürlich der Punkt der Vorversuche eben schon mal angesprochen. Bitte eine Entsäuerungsreihe erstellen, Verkostung direkt nach der Entsäuerung, verkosten auch mal einen Tag später, vielleicht mal eine Woche später die Proben stehen lassen, um zu sehen, wie dann so die Entwicklung des Weines ist, und dann erst eine Entscheidung treffen. Beim Zweifel eher nicht entsäuern. Das ist immer ein wichtiger Punkt, wenn man sich unsicher ist, dass die Weinmatrix der Entsäuerung auch vielleicht ein bisschen diese Frische, diese Rasse dem Wein als Leben beraubt. Dann ist es eher ratsam, auch die Entsäuerung auf diese zu verzichten. Säuerung: In Summe dürfen wir maximal 4 Gramm pro Liter säuern. Bitte aufpassen, ob man vielleicht auch schon eine Säuerungsmaßnahme im Most durchgeführt hat. Säuerung, Anreicherung, Säuren, Entsäuern, ein und denselben Erzeugnis schließt nicht aus, das kennen wir. Dementsprechend unterschiedlichen Erzeugnissen auch durchaus möglich. Heißt im Umkehrschluss, auch wenn Sie vielleicht im Moststadium entsäuert haben, im Wein dürften Sie dann dementsprechend auch wieder säuern, um das Ganze sensorisch herzustellen. Zur Säuerung im Wein haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit der Milchsäure gesammelt. Zum einen ist sie flüssig und damit sehr gut dosierbar. Und zum anderen hat die Milchsäure einen etwas moderateren Säurewirkung und dementsprechend auch besser in der Feinjustierung einpendelbar. Aber auch Äpfelsäure kann zu Säuren verwandt werden, also auch Zitronensäure. Hier muss man natürlich bei der Zitronensäure nochmal beachten, dass der gesamte Wert im Wein auch mit der natürlichen zusammen addiert maximal 1 Gramm pro Liter haben darf. Auch ebenfalls aufpassen, Zitronensäure ist eine sehr starke Säure, die sehr, sehr schnell in den sensorischen Vordergrund tritt. Also wenn wir hier über Zitronensäuresäuerung sprechen, dann reden wir nicht über 0,1, 0,2, 0,3. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen auch zum Teil mit Säuren, mit Zitronensäure, wenn man im 0,05er Bereich agiert, um da einen gewissen frischen Typus nochmal reinzubringen. Manche Weingüter haben auch sehr positive Erfahrungen gesammelt, wenn sie Säuerung durchführen und Säuren mischen. Das heißt durchaus mal ein bisschen Zitronensäure mit ein bisschen Milchsäure. Aber das müssen die selber individuell für ihre Weine feststellen. Wichtig ist nur eines, dass Sie bitte diese Säuerung nicht mit der Weinsäure durchführen. Wenn wir säuern mit Weinsäure, immer die Herausforderung, dass wir nachher eine ganz andere Weinstandinstabilität erzeugen und das durchaus auch nachher ein Depot in der späteren Flasche mit sich bringen kann. Ansonsten können Sie eine Säuerung auch noch relativ zeitnah vor der geplanten Abfüllung durchführen. Jedoch ist es immer zu empfehlen, das mit etwas Vorlauf zu steuern und zu planen. Vorversuche habe ich eben angesprochen. Verkostung nach der Säuerung, wiederum hier Verkostung auch mal nach einem Tag und nach mehreren Tagen. Was insbesondere bei der Milchsäure ein ganz wichtiger Punkt ist, denn die Säurewirkung der Milchsäure entfaltet sich erst so nach einigen Stunden.
wenn wir die Milchsäure zudosiert haben. Also einfach mal so einen schnellen Vorversuch, naja, die 0,5 ist wunderbar. Dann wundert man sich oft, einen Tag später kann diese 0,5 vielleicht schon sensorisch etwas zu viel sein. Deswegen so diese Säurewirkung und Entfaltung über die Tage auch wirklich beobachten. Bei Zweifel auch hier eher keine Sorgen durchführen, wenn man sich nicht der Effekte bewusst ist. Kommen wir zum zweiten Themenfeld, Hefelagerung. Wie lange? Das ist ein Punkt, den wir dieses Jahr des Häufigen beobachtet haben. Das war einfach zum einen natürlich die Weine, auch wenn zum Teil früh geerntet, gerne auf der Vollhefe liegen lassen. Redoxverhalten beziehungsweise auch die Steigerung des Mundgefühls. Das ist aber oftmals der Punkt, wann ist der ideale Zeitpunkt, den Wein jetzt von der Hefe abzutrennen. Einige gehen auch gerne hin und haben den Wein einmal von der Vollhefe abgezogen, lassen diese jetzt nochmal auf der Feinhefe liegen. Diese Position von wegen Oxidationsschutz habe ich schon angesprochen, ist eine super Sache. Deswegen eigentlich, wenn die Hefe gut ist, wenn die Hefe toll ist, sollte man die Weine, so lange wie es geht, wirklich nur auf der Hefe liegen lassen, um diese Redoxpotenziale, dieses antioxidative Potenzial noch auszunutzen. Allerdings muss man aufpassen, mit jeder Woche, mit jedem Monat mehr Hefelagerung werden die Weine natürlich fülliger. Auch diese sensorischen Attribute Richtung hefig, brotig nehmen deutlich zu und wir verlieren einiges an der schönen Primärfrucht, die wir zurzeit in den Weinen drin haben. Das ist je nach Weintypus und Stil, den Sie erzeugen müssen, jetzt ein wichtiger Punkt in Rückfrage, wie intensiv Sie eine Hefelagerung durchführen wollen. Ebenfalls die Fragestellung der klassischen Batonnage, also Sie können das auch nochmal intensivieren in dem Moment, wo Sie die Hefe, die absedimentiert ist, nochmal durch leichtes Rühren in Schwebe bringen. Und da ist genau derselbe Punkt, mache ich das einmal im Monat, mache ich das einmal in der Woche oder mache ich das jeden Tag, hat natürlich einen deutlichen Effekt auf die Wirkung der Hefe und das Geschmacksgefühl. Farbe der Hefe prüfen, das ist der alte Klassiker. Wenn wir feststellen, dass die Hefe nicht mehr so ein schönes Braun hat oder ein schönes Goldgelb, sondern anfängt so ein bisschen in einen, sag ich mal, dunklen braunen Ton überzukleiden oder auch, wenn man sagt, irgendwie fängt es schon an, nicht mehr so gut auszusehen, nicht mehr so gut zu riechen. Das ist der Punkt, wo auf jeden Fall der Wein schnell von der Hefe abgetrennt werden muss. Optimaler Zeitpunkt deswegen nicht verpassen. Wir haben schon einige Weine dieses Jahr gehabt, die wirklich zu spät von dieser Hefe abgetrennt worden sind, wo die Hefe leider Gottes dann schon eher negative, böcksrige Noten in dem Wein hinterlassen hat. Hefeprobe ziehen mit Schlauch am besten unten vom Boden oder den Restablauf mal minimal öffnen, um die Farbe der Hefe nochmal festzustellen. Und auch hier dieses klassische, wenn anfängt diese Hefe so ein bisschen intensiv Richtung brotig, schmaggi in der Aromatik zu gehen, ist wirklich Zeit, den Wein davon abzutrennen. Tja, Böxer, eben habe ich aufgeführt, zu lange Hefelagerung kann natürlich ein Böxer aufführen, aber auch andere Positionen, mangelnde Hefe, Nährstoffversorgung oder auch Böxer, die sich dann quasi durch die Zusammenlagerung von kleineren Molekülen zu größeren entwickelt haben. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass wir das jetzt auch nochmal abprüfen. Wichtig ist, dass wir noch uns überlegen, Böxer, zu welchem Weinstil passt es, ja oder nein. Ich führe es immer wiederum auf, denn wir haben natürlich auch viele spontan vergorene Weine in unseren Reihen, wo natürlich dann eine Böxer-Behandlung ein Stück weit kontraproduktiv wäre. Wenn aber definitiv der Böxer in diesem Wein in der reduktiven Note in dem Wein nichts zu suchen hat, ist die erste Fragestellung Sauerstoffaufnahme in dem Wein und wird der Böxer dadurch reduziert. Einfachst natürlich, wie Sie es feststellen können, ist das Glas in der Hand, 3-, 4-mal schwenken, Oberfläche kommt Sauerstoff rein. Ist danach der Böxer behoben, haben wir eigentlich gar kein Problem. Automatisch mit der Weinfiltration oder selbst mit dem Weinabstich kommt Sauerstoff an den Wein ran und dementsprechend wird der Böxer, der vielleicht im Vorfeld noch minimal aktiv war, wird nach der Jungweinfiltration, in Klammern oder auch Abstich, wird im Nachgang durch die minimale Sauerstoffaufnahme weg sein. Wenn Sauerstoffaufnahme aber nicht reicht, bleiben nur Behandlungsmittel übrig. Wenn wir auf Behandlungsmittel schauen, dann bitte nochmal rückschauen auf der Seite 95 auf unserem Praxisleitfaden. Haben wir da einige Informationen für Sie zusammengestellt. Böxer und Böxer sind halt zweierlei Sachen. Wir haben diese klassischen Böxer, sprich diesen Schwefelwasserstoffböxer. Das ist so ein bisschen der Geruch nach faulen Eiern. Wenn wir natürlich in diese klassischen Mercaptan-Böxer reingehen, das sind durchaus auch Böxer, die dann eher so hier Kohl, Zwiebel, angezogene Handbremse, Gummi riechen. Das sind auch Böxer, die wir durchaus etwas weniger schnell reduziert bekommen.
Dafür braucht man oft Zeit und dafür brauchen auch diese Behandlungsmittel, die wir zugeben können, durchaus Zeit, um das zu reduzieren. Wie gesagt, so ein kleiner, typischer Schwefelwasserstoffböxer ist im Verhältnis relativ schnell korrigiert und entfernt. Als Behandlungsmittel bleiben uns hauptsächlich zwei Mittel, die auf Kupferbasis sind, Kupfersulfat und Kupfercitrat. Das Ganze kann man mit Ascorbinsäure auch noch mal ein bisschen in der Reaktion intensivieren, insbesondere wenn es in Richtung Mercaptan-Böxer geht, um dann dementsprechend diese Aufspaltung schneller und effektiver durchzuführen. Kein komplett neues Behandlungsmittel, auch jetzt schon einige Jahre auf dem Markt, aber immer wiederum ein Punkt, den ich gerne mit anspreche, sind inaktivierte Hefen mit immobilisiertem Kupfer. Diese Präparate haben den Riesenvorteil, dass sie oft sehr, sehr gut und intensiv wirken und man durch die Abtrennung der inaktiven Hefe ein Gros von dem Kupfer nochmal aus dem Jungwein entfernen kann. Diese Anwendung ist insbesondere bei Jungwein vor der Filtration nochmal sehr, sehr interessant, weil klar, durch die inaktiven Hefe trübe ich nochmal den Wein ein. Wenn ich aber so oder so nochmal im Nachgang eine Filtration durchführe, ist das durchaus eine sehr, sehr probate Möglichkeit, um reduktive Noten in dem Jungwein nochmal sehr, sehr gut entfernen zu können. Vorversuche zur Böxelbehandlung empfehlen wir immer, um die ideale Dosage festzustellen. Das kann man auch mit immobilisierten Hefen genauso durchführen, dass man sich dann einen Liter Maßstab die Weine abzwackt, minimale Mengen an dem Präparat zugibt, am besten mit einer Feinwaage abwiegen. Wenn Sie selber keine Feinwaage haben, Ihr Weinlabor hat oft diese Wagen und kann Ihnen sicherlich bei diesen Vorversuchen auch helfen. Ähnlicher Punkt ist Vorversuche mit Kupfersulfat oder Kupfercitrat, um dementsprechend die ideale Dosage festzustellen. Hier nur mal als ein Beispiel: 0,1 Gramm Kupfersulfat einwiegen, 100 Milliliter Stammlösung herstellen. Wenn man jetzt eine 0,1%ige Lösung damit hergestellt hat, kann man dementsprechend mit solchen Lösungen, das wäre adäquat mit Kupfercitrat, und hier geht man mit 1 Gramm Lösung, in diese Vorversuche gehen, wo man dann halt 0,1 Milliliter Wein dementsprechend auch die Stammlösung zudosieren kann, um festzustellen, welche Menge an Kupfersulfat oder auch Kupfercitrat ist jetzt ideal, um meinen Böxer zu reduzieren, um wirklich diese Eingabemenge von Kupfer so gering wie möglich zu halten. Also nicht dieses Pi mal Daumen, ja, ich gebe schon was und dann ist schon gut. Je mehr Kupfer im Produkt ist, da haben wir wieder Metall im Wein. Metall im Wein hat wiederum dahingehend diese, sag ich mal, Bumerang-Wirkung, dass oxidative Prozesse deutlich beschleunigt werden. Deswegen nur so viel wie nötig ist, um wirklich auch hier den Böxer zu reduzieren. Verkostung wiederholen, auch da lieber mal wirklich die Probe ein bisschen stehen lassen, um sich da eine Meinung zu bilden. Ähnlicher Punkt ist bei Kupfercitrat. Das können Sie gerne in unserem Praxisleitfaden auch nochmal nachlesen. Nächster Punkt wäre dumpfmuffige Noten bis Pilznoten. Wir sehen natürlich auch in dem 25er Jahrgang sehr, sehr intensiv die Fragestellung, wann war der Erntezeitpunkt? War das Traubenmaterial noch gesund? Oder sind die Trauben relativ schnell während der Ernte umgeschlagen? Und dieser Punkt von Botrytis zu insbesondere Aspergillus, das sind so diese schwarzen Pilze, die wir dann auf den Trauben gesehen haben, die gingen sehr, sehr schnell. Wir haben auch Trichotetium und auch Penicillium gefunden, sowie auch Essigfäule, aber Gott sei Dank nicht in der Intensität und Ausbreitung wie durchaus in vergangenen Jahren. Nichtsdestotrotz, Pilz-Modernoten habe ich schon zum Maß dieses Jahr in den Jungweinen wahrgenommen. Diese klassischen Champignon-Noten noch relativ wenig, aber auch solche Weine haben wir schon hier auf den Tisch gestellt bekommen. Ausgangsursache habe ich nochmal deutlich genannt. Also wenn Sie Ihre Trauben noch irgendwo in Erinnerung im Kopf haben, Sie haben dann schon eher so mumifizierte Bilder, beziehungsweise hier dieses wirklich graufaule, ähnliche Penicillium aspergillus, dann haben wir Potenzial an diesen negativen sensorischen Attributen. Und da muss ich nochmal sehr, sehr deutlich sagen, wenn wir halt diese Pilznoten, modrig-erdigen Noten in den Jungweinen drin haben, haben wir ein Riesenproblem, denn das haben wir auch schon mehrfach gezeigt. In Jahren, wo wir es dann hatten, hier 23er Grauburgunder, haben wir alle Möglichkeiten an Schönungsmitteln mal ausprobiert. Und wie wir hier sehen können, einfach mal in dem linken Beispiel, Pilz-Champignon-Note war überall sehr, sehr intensiv. Wir haben sie zwar durch diverse Behandlungsmaßnahmen reduziert bekommen, und hier waren insbesondere die Spezialkohlen eigentlich die besten und intensivsten wirkenden, aber wenn wir mal rechts auf die Gesamtqualität schauen, ist dadurch der Wein nicht wirklich besser geworden.
Inklusive, dass ich immer gerne sage, ein Fehler kommt selten allein. Wenn wir dann halt vielleicht mal den Dumpfmoder Pilznote einigermaßen reduziert haben, unten drunter versteckt sich dann oftmals noch gern ein bisschen Ethylacetat oder andere Fehlnoten. Also es ist dann schon eine Herausforderung, den Wein wieder qualitativ hinzubekommen. Der erste Punkt, deswegen noch mal so ein bisschen in sich gehen und überlegen, wie sahen denn eigentlich die Trauben aus? Hatte ich damals im Prinzip so ein Problem oder in Klammern war es nur Botrytis? Sensorik ist ein wichtiger Punkt, insbesondere auch erstmal, wenn der Wein von der Hefe abgetrennt ist. Hefe ist ein wunderbar kaschierendes Element im Wein. Also nach der ersten Jungweinfiltration, Weine sind weg von der Hefe, dann zählt die Sensorik. Auch nicht bei zu kalten Temperaturen, eher mal ein bisschen wärmer stellen, um dann mal wirklich zu sehen, habe ich ein Problem, ja oder nein. Es gibt durchaus Personen unter uns, die vielleicht auf diese Pilznoten sehr, sehr, sehr unempfindlich sind. Das stelle ich auch immer wieder bei sensorischen Verkostungen fest. Aber das hat man sehr schnell raus im Umfeld, im Kollegenkreis, wer sehr empfindlich auf diese Pilznoten ist. Und wenn man halt dieses Problem befürchtet, am besten dann nochmal eine zweite Meinung einbeziehen. Behandlungsmittel habe ich schon mal aufgeführt, sind sehr herausfordernd, weil sie selten einen sehr, sehr guten, schönenden Effekt haben. Nichtsdestotrotz ist es mitunter das Einzige, was bleibt, neben einem klassischen Verschnitt, um zu sehen, wie man dementsprechend diese Noten einigermaßen gut kaschieren und verblenden kann. Verblenden, da haben wir auch gesehen, dass durchaus Zugaben von Holz, von Chips interessant sind, passen aber nicht zu jedem Weintypus. Passt vielleicht noch zu dem einen oder anderen Burgunder, aber wenn ich mir jetzt einen Riesling mit einer Pilznote vorstelle, den ich dann überdecke mit einer Holznote, ob das sensorisch dann beim Kunden so passt, wage ich mal zu bezweifeln, beziehungsweise hängt es von ihrem Weintypus ab. Achtung, was wir auch in den Jahren festgestellt haben, belastete Süßreserven sind als Süßreserve so sensorisch oft nicht zu detektieren. Sobald man aber eine solch belastete Süßreserve vor der Abfüllung in den Jungwein gegeben hat, kann ich diesen Wein als Gesamtwein auf einmal durch die belastete Süßreserve kontaminieren und auf einmal riecht der vorher tolle Jungwein, riecht auf einmal nach einem solch pilzmodrigen bis hin zu Champignontönen. Also auch hier aufpassen, welche Süßreserve man verwendet. Notfalls auch nochmal einen Vorversuch durchführen, bevor man halt den Gesamtverschnitt im Keller durchführt. Einfach mal zuvor im Litermaßstab ausprobieren, sodass man sicher sein kann, dass man seinen Wein dadurch nicht gefährdet. Handlungsempfehlung Bittertöne, der Klassiker jedes Jahr. Der ein oder andere Wein wirkt dann doch auch durch Lese- bzw. Behandlungs- oder Verarbeitungsmaßnahmen etwas bitter. Noch hier wichtig, probieren auch eine Balance herzustellen. Mit Süße bekommt man das gut kaschiert, weil man halt mit der Süße überhaupt noch Puffer hat. Ansonsten Gerbstoffschönung. Da haben wir mittlerweile oder auch schon seit längerem viele Präparate auf dem Markt, besonders auch Mischpräparate. Hier ist wirklich unsere Empfehlung, auch Vorversuche durchzuführen, um zu sehen, welches Präparat hier am besten wirkt. Insbesondere auch in der Fragestellung, ob diese Behandlungspräparate einen Einfluss darauf haben, ob sie ein Allergen sind, beziehungsweise wenn Sie Ihren Wein vegan produzieren, müssen Sie die passenden Behandlungsmittel raussuchen, sodass Sie dementsprechend nicht in solche Deklarationsbereiche auch zusätzlich reinkommen. Probieren, probieren, probieren ist hier nochmal wirklich ein Tipp, den Sie aber auch alle mittlerweile sehr, sehr gut berücksichtigen. Tja, kommen wir schon zum nächsten Thema, auch der jährliche Klassiker, Bentonitschönung, ja, nein, vielleicht. Diese Eiweißtrübungen nehmen gefühlt in den letzten Jahren zu, da wir auch eine veränderte Matrix haben, insbesondere auch durch die Zusammensetzung der Phenole, der Zusammensetzung der einzelnen Eiweißmoleküle. Dementsprechend so diese generellen Aussagen, aber beim Riesling ist es schon immer gut gegangen. Wir haben auch schon einige Rieslinge hier im Labor gehabt, die solche Trübungen hatten. Denn hier diese Eiweiße können mit einem Konglomerat an verschiedenen Substanzen in Interaktion treten und Trübungen produzieren. Neuere sind auch diese Polysaccharidtrübungen mit CMC oder auch Kaliumpolyaspartat. Das bitte nochmal deutlich beachten, dass wenn Sie einen Wein mit solchen Stabilisatoren abfüllen, muss der 100% eiweißstabil sein. Veränderungen vom Alkohol, pH-Wert etc. durch Verschnitte können auch nochmal eine Instabilität mit sich bringen. Haben wir auch schon oft gehabt, dass in sich Weine stabil waren, hat man sie verschnitten, Cuvée hergestellt, nochmal im Labor eine Untersuchung durchgeführt und auf einmal kam nochmal raus, oh, der ist instabil. Wie kann das sein? Die einzelnen Weine waren stabil.
Also hier können Veränderungen der Matrix auch solche Auswirkungen haben. Deswegen empfehlen wir auch auf jeden Fall, die Weine vor der Abfüllung auch nochmal einen Stabilisationstest durchzuführen, um sicher zu sein, dass wir hier nicht irgendein Problem haben. Bentonit, Art und Wirkung ist ein wichtiger Punkt. Da muss man nochmal sehr, sehr deutlich ranstellen, dass wir einfach hier von der Weinmatrix eine pH-Abhängigkeit haben, wie Bentonite wirken. Je tiefer ein pH-Wert ist, umso besser können Bentonite das Eiweiß anbinden. Je höher der pH-Wert wird, umso schwieriger wird es. Das ist insbesondere bei einigen Burgundern, auch Traminern der Fall. Wenn ich mal pH-Werte deutlich von über 3,5 habe, ist zum Teil eine Eiweißabsorption mit mit Bentoniten schon herausfordernd. Auch immer gefragt ist, ja, was machen wir dann zum Testen? Das ist ein Evergreen, den wir auch dieses Jahr durchkommunizieren. Ich weiß, dass gerne dieser Bento-Test durchgeführt wird, weil er sehr schnell ist und sehr kostengünstig ist. Aber der Bento-Test zeigt tendenziell auch erhöhte Werte. Ist natürlich die letzte Form der Sicherheit, die ich gehen kann. Wir persönlich haben hier sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Wärmetest gesammelt, weil der Wärmetest diese auch wirklich trübungsrelevanten Eiweiße auch recht gut anzeigen kann. Wenn man diesen Wärmetest durchführt, am besten auch eine Schönungsreihe durchführen. Und hier kommen wir relativ schnell an die Grenzen, wenn ich das im eigenen Weingut durchführe. Deswegen auch hier unser Tipp, an die Labore ranzutreten, die hierzu einfach die passenden Techniken haben, auch die passenden Techniken für die passenden Temperaturen herzustellen. Immer mal dieses typische, ich gebe den in den Backofen, wo man durchaus sehr starke Temperaturschwankungen hat, oder gerne höre ich auch, ja, ich stelle den in die Mikrowelle ein. Hat alle nicht denselben Effekt. Dementsprechend wirklich am besten in Wärmebaden, einen Brutschrank. Und da merken wir doch, dass Labore hier der bessere Ansprechpartner sind. Wenn Bentonit geschönt wird, dann empfehlen wir Natrium-Calcium-Bentonit zur Weinschönung. Mittlerweile ist zwar auch reines Natrium-Bentonit zugelassen, das würden wir aber nur bei Weintypen empfehlen, die pH-Werte deutlich über 3,5 haben, damit wir hier eine bessere Adsorptionsspektrum haben. Ansonsten ist ein tolles Natrium-Calcium-Bentonit zur Eiweißstabilisierung vollkommen aktiv und vollkommen ausreichend. Wir haben hier den Vorteil im Vergleich zum Natriumbentonit, dass Natrium-Calcium-Bentonit ein kompakteres, ein kleineres Trubdepot mit sich bringt und dann im Nachgang halt bei der weiteren Aufbereitung halt weniger Probleme mit sich bringt. Also Natrium-Calcium-Bentonit wirklich zu empfehlen. In Klammern Natrium-Bentonit ist aber mittlerweile auch zugelassen. Auf Seite 92 vom Praxisleitfaden finden Sie auch hier nochmal weitere Informationen dazu. Wichtig auch die Aktivierung in Wasser und nicht in Wein. Hier nochmal das Bildchen dargestellt, wo dann halt dementsprechend die gleiche Menge an Bentonit, 100 Gramm Natrium-Calcium-Bentonit, einmal 1 Liter Wasser und einmal 1 Liter Wein aufgequollen wurden. Und wenn man jetzt mal die Pfeile betrachtet, dann sieht man direkt den massiven Unterschied. Und wir brauchen nur dieses aufgequollene Mineral, weil dann erst habe ich die Oberfläche und dann erst habe ich die Adsorptionswirkung, dann dementsprechend bitte immer mit Wein. Entschuldigung, mit Wasser. Rehydratisieren und vorquellen. Filtrationsschwierigkeiten vermeiden. So langsam stehen wir Ihnen viele Filtrationen an. Einige sind auch schon gelaufen und da haben wir viele Rückmeldungen bekommen, dass durchaus auch, besonders bei dem Lesegut, was botrytishaltig war, es Probleme gegeben hat. Und wenn wir über Botrytis sprechen, reden wir auch über die sogenannten Beta-Glucane. Diese Beta-Glucane kommen durch Botrytis in den Wein, haben eine schlechte Klärung, also zum Teil auch jetzt Weine, die sich in ihren Tanks sehr schlecht vorklären, kann auch ein Indiz auf diese erhöhten Polysaccharidgehalte haben. Diese Glucane kennen wir auch gerne als schleimartige Substanzen. Gerne, wenn Sie Schichtenfiltration durchführen, haben wir oft den Punkt, wenn wir danach mal mit der Hand über diese Filterschichten fahren, habe ich richtig so ein Gel in der Hand, so ein Gummibärchen. Da merken wir diese einfach faserartige Struktur, dieses Gel, was diese Filtration mit den Glucanen sehr, sehr problematisch gestaltet. Es gibt einen relativ einfachen Test, den wir immer wieder auch gerne propagieren. 6 Milliliter Wein mit 4 Milliliter hochprozentigem Alkohol. Da kann auch gerne dieses Füllersteril verwendet werden. Reagenzröhrchen, wenn Sie kein Reagenzröhrchen haben, einfach Ihr Tetrierzylinder, wo Sie die Gesamtsäure bzw. die freie SO2 analysieren. Wie gesagt, 6 Milliliter Wein, 4 Milliliter Alkohol, einmal langsam umstülpen und nachher schauen, wie sich in der Flüssigkeit was verändert. Hier im rechten Bild dargestellt sieht das Ganze aus wie so eine Art Faden oder so ein Wollknäuel, den ich jetzt quasi in Wasser auflösen lasse. Das ist ein Anzeichen für Glucan. Wenn Sie da so eine Art Gummibärchen drin sehen,
Das ist dann eher ein Anzeichen für Pektin, in Klammern würde auch zu Filtrationsschwierigkeiten führen. Und auch hier müsste man aktiv werden. Aber das größere Problem ist in diesem Jahr vor allen Dingen der Glucangehalt. Ab Seite 98, auch hier Praxisleitfaden, haben wir da nochmal einiges zum Nachlesen. Glucan kommt nur durch Botrytis. Punkt. Wir haben aber ein Problem, dass wir kein eigenes Abbausystem in der Traube oder auch durch die Hefen haben. Das heißt, wenn wir Glucan durch die Traubenverarbeitung, Mostverarbeitung in den Wein bekommen haben, ist es da drin und wird nicht reduziert. Das Einzige, was wir reduzieren können, ist durch die Zugabe von sogenannten Filtrationsenzymen oder Beta-Glucanasen. Diese Punkte, die ich hier oben aufgeführt habe, naja, ich filtriere später, da läuft es schon oder ich habe ja schon Enzyme zugegeben. Das ist alles ja, ein Punkt, den wir immer wieder hören. Aber wichtig ist, dass ich das richtige Enzym zugegeben habe. Wir brauchen hier eine Beta-Glucanase. Die klassische Pektinase, die wir MOS zugegeben haben, hat hier gegen diese Beta-Glucane leider keine Wirkung. Wirkungsbetrieb ist relativ gleich. Dosage, Menge, Zeit, Temperatur sind ein wichtiger Punkt. Und ganz wichtig ist auch, wir brauchen eher Wochen als Tage, damit der Glucangehalt reduziert wird. Tendenziell aus unserer Erfahrung reden wir hier 3, 4, 5 Wochen, wo Sie die Enzyme zugeben müssen, bevor die gut wirken können. Jetzt haben wir natürlich relativ tiefe Kellertemperaturen. Das heißt, durchaus kann diese Abbaurate mal 1 oder 2 Wochen länger dauern. Das ist auch der Punkt, wo wir gerne empfehlen, diese Enzyme im Abklang der Gärung zuzugeben, wo wir auch eine Temperaturen von 18 bis 20 Grad Celsius haben, sodass diese Enzyme auch schneller arbeiten und schneller wirken können. Jetzt bei tiefen Temperaturen brauchen wir einfach mehr Zeit. Und das bitte berücksichtigen, bevor wir, bevor wir in die Filtration reingehen. Und das ist auch jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn ich dieses Enzym gebe und ich gebe im Nachgang irgendwo Bentonit, deaktiviere ich die Wirkung von diesem Enzym natürlich relativ schnell wieder. Im Praxisleitfaden haben wir einige Enzyme, die hier eine solche Wirkung haben, nochmal für Sie zusammengestellt. Dementsprechend da gerne nochmal nachlesen. UTA ist so ein Evergreen der letzten Jahre. Bisher muss ich sagen, aus den 25er Jahren habe ich noch sehr wenig UTA-Weine zur Verkostung bekommen. Soll aber nicht heißen, dass das Gefahrenpotenzial auch vorliegt, besonders bei etwas früher geernteten Weinen und auch welche mit einer etwas höheren Ertragsstruktur. Hier erinnere ich gerne nochmal an die Rebanlagen, die in diesem 24er Jahrgang eine gewisse Frostschädigung hatten, die durchaus in 25er Jahren doch einen sehr, sehr starken Ertrag hatten. Das alles kann natürlich dazu beitragen, dass eine gewisse UTA-Gefährdung auch vorliegt. UTA wird ja sensorisch so ein bisschen als Bonawachs wahrgenommen. Ja, der eine oder andere wird auch sagen, das riecht für mich ein bisschen nach Toilettenstein oder Mottenkugeln, aber dieser einfach untypische Ton in der Nase. Wichtig ist, dass wir präventiv denken. Wenn UTA bereits sensorisch vorhanden ist, haben wir keine Chance mehr. Da können wir auch nichts gegen föhnen. Da hilft auch zum Teil Verschnitte nichts mehr Großartiges. Deswegen ist es wichtig, es im Vorfeld festzustellen, im Vorfeld präventiv zu detektieren und dann aktiv zu werden. Und dann hilft auch nur Ascorbinsäure. Ab Seite 97 Praxisleitfaden haben wir da auch wiederum Informationen zusammengestellt. Hier haben wir auch ein schönes Erklärvideo unter Wow visuell auf YouTube nachzulesen. Wenn Sie da YouTube UTA eingeben, kommen Sie relativ schnell auf unsere Seite, am besten UTA und Wein. Dann können Sie dementsprechend dieses Erklärvideo auch nochmal nachlesen. Wichtig ist, ab dem Zeitpunkt, wo der Jungwein geschwefelt ist, ab dann können sich diese Vorsubstanzen, die Indol-Essigsäure nach und nach umbauen zu diesen 2-Aminoacetophenonen. Und das riecht nach UTA. Irgendwo habe ich dann die Geruchsschwelle. Und sobald dann dieser Wert über der Geruchsschwelle ist, kann ich UTA wahrnehmen. Wenn ich frühzeitig Ascorbinsäure gebe, unterbinde ich die weitere Bildung von diesen 2-Aminoacetophenonen, sodass ich es sensorisch nicht wahrnehmen kann. In der Literatur bzw. in vielen Ratgebern steht immer drin, am besten vor der Abschwefelung geben. Ja, das ist der beste Zeitpunkt, Klammern, aber jetzt habe ich vielleicht den Wein schon abgeschwefelt, war gerade im Labor, der UTA-Fix-Test sagt, der ist UTA gefährdet. Dann können Sie den Wein jetzt auch noch mit Ascorbinsäure versehen, um ihn dann quasi zu schützen, dass kein weiteres 2-Aminoacetophenon aufgebaut wird. Gaben von 100 bis 150 Milligramm pro Liter Ascorbinsäure reichen da auch vollkommen aus, für die nächste nachfolgende Bildung von UTA zu vermeiden. Passen Sie aber bitte auf, sobald wir Ascorbinsäure gegeben haben.
müssen Sie den Wein komplett voll halten, auch schnell probieren, in die Flasche zu bringen, weil Ascorbinsäure ist halt ein Oxidationsschutz. Wenn von außen Sauerstoff reinkommt, kann das auch wieder mit der Ascorbinsäure reagieren, reduziert sehr, sehr stark Ihren Ascorbinsäuregehalt und ab dann beginnt im Prinzip die Kaskade wieder zu wirken. Dementsprechend, sobald Ascorbinsäure zugesetzt worden sind, probieren den Sauerstoffeintrag im Wein vollends auszuschließen. Sensorische Feinabstimmung, nächstes Themenfeld, wäre ganz wichtig, dass man natürlich den 25er mit dem 24er Jahrgang immer ein Stück weit im Vergleich setzen. Das heißt, komme ich mit meinen Weintypen jetzt einigermaßen an den Wein von 24er sensorisch ran. Das ist insbesondere im Basisbereich, glaube ich, jetzt zunehmend in den letzten Jahren wichtiger geworden. Mittel- bis Premium-Segment verzeiht der Kunde halt auch diese klassischen Jahrgangsschwankungen. Aber einfach mal schauen, okay, wie war der 24er in der Säure-Süße-Wahrnehmung, sodass wir dann dementsprechend im 25er in dem Basisweinbereich nicht da so ein bisschen einpendeln. Deswegen süße Säure ist das klassische Themenfeld, was wir dann dementsprechend jetzt sehr, sehr galant einstellen können. Bitte, wie gesagt, die Weinmatrix beachten, was durchaus sein kann, wenn das im letzten Jahr ein Wein war, der mal ein Gramm weniger Süße hat, dass der in diesem Jahr vielleicht mit der veränderten Matrixstruktur ein Gramm mehr Süße benötigt, um sensorisch in einen ähnlichen Bereich schmackbar zu werden. Deswegen nicht nur auf die Analyse schauen, bitte vor allen Dingen auf die Sensorik drauf achten. Weinstandstabilisierung vor der Abfüllung ist ein immer wieder jetzt aufpoppendes Themenfeld. Und hier muss man nochmal deutlich sagen, gerade Weinstein ist eines der Punkte, die am kritischsten beäugt werden, insbesondere wenn diese Weine dann im Fachhandel oder stehen, kommen immer wieder diese klassischen Rückfragen, ja, was ist das denn drin? Nur wenige Kunden verzeihen, wenn hier deutliche Mengen am Weinstein in der späteren Flasche sind. Ab Seite 90 Praxisleitfaden haben wir hier auch noch mehr Informationen dazu. Wenn wir uns den Weinstein anschauen, wie entsteht er, kennen wir alle, Weinsäure, 1H plus geht weg, Kalium geht dran, wir haben Kaliumhydrogentatrat, den klassischen Weinstein, der unter dem Mikroskop eine undefinierte Form, aber oft eine Kristallform halt optisch zu differenzieren ist. Wenn wir jetzt mal schauen, 1 Gramm Weinstein entsteht 0,79 Gramm Weinsäure, 0,21 Gramm Kalium. Das heißt auch in Summe, wenn wir jetzt nach der Jungweinfiltration nochmal Weinsteinausscheidung haben, reduziert sich automatisch durch die Weinsteinausscheidung auch nochmal der Weinsäuregehalt als auch der Kaliumgehalt. Das ganze Themenfeld können wir aber auch mit Calcium machen. Calcium kennen wir 2 plus geladen. Das heißt, Calcium dockt an der Weinsäure an. Wir haben Calciumtatrat. Calciumtatrat auch Kristallform, aber eher so eine länglich gezogene Form. Viele sagen, sieht aus wie so eine Art Deckel, also auch optisch gut zu unterscheiden. Es gibt auch eine sehr, sehr gute und einfache Probe im Labor unter dem Mikroskop, wo man dann halt feststellen kann, ob es die Calciumform oder die Kaliumform ist. Wichtig, die Kristallbildung ist von vielen, vielen Faktoren abhängig und jeder von uns, der einige Jahre im Geschäft ist, wird auch an die Jahre dran denken, wo man erhöhte Entsäuerungsspannen hatten, relativ hohe Mengen an Kalzium im Wein, dass das halt eine Herausforderung war, dies zu stabilisieren. Aber auch die klassische Stabilisation mit Kalium kann durchaus von vielen Faktoren abhängen. Nicht nur der Gehalt an Weinsäure, Kalium, Calcium, ja klar, aber auch die Fragestellung, wie sieht es aus mit Behandlungsmitteln? Also habe ich Calcium in hohen Mengen beispielsweise durch eine Entsäuerung zugegeben? Wie sieht es aus mit den Kaliumgehalten? Auch da, jetzt habe ich kurz vor der Abfüllung nochmal Kaliumhydrogencarbonat gegeben, um die Säure leicht zu reduzieren. Habe vielleicht die Weinsteinausscheidung nicht 100% hinbekommen. Automatisch habe ich einen sehr hohen Kaliumgehalt in meinem späteren Wein. Und ob dann noch eine sensorische oder ob eine Stabilisierung für Weinstein möglich ist, ist oft die spannende Frage. Als auch die Sensorik, weil einige dieser Weine schmecken dann mit sehr hohem Kaliumgehalt auf einmal so ein bisschen seifig. Das ist immer der Klassiker, man gibt Kaliumhydrogencarbonat zu, kurz danach kommt der Anruf, um Gottes Willen, mein Wein ist verdorben, er schmeckt so ein bisschen seifig. Ja, das Kalium muss sich erstmal mit der Weinsäure zusammenlagern, ausscheiden. In dem Moment ist das Kalium hier nochmal deutlich reduziert und klar auch nicht mehr sensorisch schmeckbar. Deswegen ist die Weinsteinausscheidung nach der Zugabe von Kaliumhydrogencarbonat zwingend erforderlich und auch wichtig, dass wir dann nicht nur die Säure einpendeln, sondern auch die Sensorik einpendeln.
Alkoholgehalt, ganz, ganz wichtiger Punkt der Fragestellung der Löslichkeit und damit auch der potenziellen Ausscheidung. Und jetzt kommt auch immer wieder der Klassiker, Veränderungen in der Weinmatrix haben natürlich auch einen Einfluss auf die Stabilisation. Das heißt auch hier wieder der Klassiker, zwar Weine, die vielleicht im Vorfeld stabil waren, Verschnitt vor der Abfüllung kann auf einmal dazu beitragen, dass der Wein wieder instabil wird. pH-Wert hat Temperatur wissen wir alle, ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Punkt. Koloid im Wein, aber auch Phenol im Wein. Das sind so die wichtigsten Punkte, die darauf dementsprechend einen Einfluss haben. Vorsicht, Änderung der Matrix habe ich deutlich nochmal angesprochen, kann einen stabilen Wein nochmal zum instabilen werden lassen, mehr wie einmal erlebt. Kristallisation ist zudem abhängig von der Löslichkeit, das heißt, wie viel Weinstein kann in Summe in diesem Wein gespeichert werden. Um dann nur mal ein bisschen Analyse mit in den Wortlaut zu bringen. Bitte, wenn Sie Kaliumhydrogentetraten Stabilisation oder eine Aussage, eine Analyse durchführen wollen, ist es Beste, wenn Sie ein sogenanntes Minikontaktverfahren oder einen Kristallisationsfaktor ermitteln lassen. Das ist eine richtig gute Aussage, ob mein Wein stabil ist, ja oder nein. Und selbst wenn es nur die Sättigungstemperatur ist, auch die hat eine sehr gute Aussage in der Fragestellung stabil oder instabil. Sie merken die Daumen, die eher etwas rötlich werden bei Calciumtatrat. Calcium ist, um das chemisch auszudrücken, eine Diva im Wein, ist sehr, sehr schlecht zu analysieren. Auch die Stabilitäten sind sehr, sehr schlecht zu analysieren. Dementsprechend ist das wirklich von der analytischen Seite eine Herausforderung. Dahingehend auch unsere Empfehlung, wenn Sie jetzt eine Stabilisierung durchführen wollen, dann auf jeden Fall nochmal in der Fragestellung, wie analysiere ich es? Und wenn Sie im Vorfeld entsäuern, spielt das natürlich einen großen Einflussfaktor, ob Sie Kalium oder Calcium zusetzen. Und hier haben wir im Prinzip ja schon die Lösung, besser mit Kaliumhydrogencarbonat entsäuern, weil Kaliumhydrogentatrat, das heißt die Weinsteinform mit Kalium, können wir gut analysieren. Wir können sie handeln, wir können sie auch gut stabilisieren. Zur Stabilisation haben wir die klassischen subtraktiven Verfahren. Das wäre die Entfernung und Verminderung von diesen Kristallisationspartnern. Insbesondere jetzt in der Fragestellung mit dem Zutatenverzeichnis. Das heißt, wenn ich keinen Stabilisator auf meinem Zutatenverzeichnis stehen haben möchte, in Klammern CMC, Metaweinsäure oder Kaliumpolyaspartat als Beispiel, dann muss ich automatisch im Bereich der subtraktiven Verfahren gehen und damit meinen Wein stabilisieren. Zweiter Faktor wären die additiven Verfahren. Das ist das, wo ich dann diese Stabilisatoren hinzugebe. Subtraktive Verfahren brauchen wir Zeit. Wir müssen die Faktoren beachten. Das Kaliumhydrogentatrat mehr oder weniger schwierig, da einfach mal nur über die Zeit heraus der Wein sich nicht in sich stabilisiert. Das Ganze gilt nur für Calciumtatrat, 6 bis 8 Wochen. Das heißt, wenn mein Wein jetzt konstant irgendwo im Keller bei 15 Grad Celsius gelegen hat und ich in die Abfüllung gehe und dann irgendwann der Wein mal deutlich kühler ist, beispielsweise Kühlschranktemperatur bei meinem Gastronom, klar kann da noch Weinstein ausscheiden. Wenn ich dann sage, im Moment mal, der Wein hat jetzt bei mir über Winter und so lange im Keller gelegen, der wird sich doch in sich stabilisiert haben, ist bei der Kalium-Variante wie gesagt, höchst schwierig, das müssen wir beachten. Deswegen, wenn wir stabilisieren, insbesondere den klassischen Weinstein, Kälte-Kontaktverfahren runterkühlen, um diese Stabilisation auch herzustellen. Und da wären wir bei diesen Bereichen mal mindestens bei 4 Grad Celsius, in den Bereichen, wo wir auch nachher eine klassische Kühlschranktemperatur bei unseren Gastronomen haben. Elektrodialyse, dieses Verfahren gibt es auch, Kationenaustauscher gibt es auch. Das sind aber eher zwei Variationen, die im klassischen Weingutsbereich eher eine geringere verfahrenstechnische Rolle spielen. DL-Weinsäure bzw. die Kaliummubat wäre eine Möglichkeit, wenn ich erhöhte Calciumwerte habe. Aber auch das ist ein Punkt, wenn Sie erhöhte Calciumwerte haben, brauchen wir immer eine Stabilisationsphase. Und wenn Sie jetzt sehr hohe Werte haben, die sogar schmackhaft sind, dann müssen wir zum Teil dann nochmal mit diesen Mitteln den Calciumwert reduzieren. Und wenn wir dieses Mittel zugesetzt haben, auch dann wiederum 8 Wochen am besten warten, damit die Stabilisation in sich auch stattfindet. Additive Verfahren, wir verhindern die Kristallausscheidung. Zutatenverzeichnis muss beachtet werden. Hier sind die Klassiker, die eingesetzt werden können. Metaweinsäure, Gummirabicum, Manoproteine, CMC, KPA, sprich Carboxymethylcellulose und Kaliumpolyaspartat, sind zwei Mittel, die sehr, sehr gut stabilisieren, wirken gegen Kaliumhydrogentatrat, allerdings auch
nur bedingt bei Calciumcitrat. Das heißt, es sind keine Wundermittel, die auch alle Stabilisationen durchführen. Mit der Weinsäure haben wir genügend Erfahrung gesammelt, wirkt gut gegen normalen Weinstein, aber wir wissen, dass es nur temporär wirksam ist. Das ist temperaturabhängig. Bei höheren Temperaturen zerfällt es schneller. Tendenziell kann man aber von einer Stabilisation von 1 bis 2 Jahren ausgehen. Gummi arabicum, Manoproteine, ja, die wirken auch zum Stück weit stabilisieren, aber eher bei sehr, sehr nur leicht instabilen Weinen kann ich da einen guten Effekt durchführen. Wenn ich jetzt mal klassischerweise an unsere Rieslinge dran denke, ist das mit diesen zwei Präparaten nur schwierig in der Umsetzung, solche Weine auch weinsteinstabil zu bekommen. Achtung, diese Präparate reagieren gerne zu Trübung. CMC und Kaliumpolyaspartat habe ich eben gezeigt. Insbesondere Eiweiß ist ein sehr, sehr guter Fällungspartner. Deswegen müssen diese Weine auch 100% eiweißstabil sein. Bei Rotwein hilft eine reine Eiweißstabilität nicht wirklich. Da haben wir auch festgestellt, dass durchaus diese Mittel auch in Interaktion mit den Farbstoffen, mit den Phenolen treten können. Deswegen, das ist ein ganz schmaler Grat. Rosés liegen oft irgendwo so dazwischen in der Fragestellung, wie viele reaktive Farbmoleküle da noch drin sind. Auch hier haben wir schon Reaktionen, insbesondere mit CMC, festgestellt, aber auch mit Kaliumpolyaspartat. Deswegen ist da auch eher diese Bereiche mit Vorsicht zu sehen. Letzter Punkt vor den individuellen Fragen wäre dann noch die Abfüllplanung und auch da eigentlich die Klassiker. So, ist mein Wein fehlerfrei? Im Vorfeld abchecken. Entspricht der Wein meinem geplanten Weintyp? Müssen jetzt noch Verschnitte hergestellt werden? Wenn das so der Fall ist, am besten nicht einen Tag vor der Abfüllung, besser zeitnah davor. Besser 1, 2 oder 3 Wochen, sodass der Wein sich mal in sich finden kann. Und auch dann der Klassiker, eine Rückfrage, ist Eiweiß stabil, ist Kristall stabil, ist SO2 stabil, als auch wenn diese Verschnitte weit vor der Abfüllung durchgeführt worden sind. Achten wir da bitte darauf, dass die Behältnisse voll sind, dass wir keinen übermäßigen Einfluss an Sauerstoff, insbesondere bei unseren Weißweinen, mehr haben, die wir dann bis zur Abfüllung ja quasi qualitativ geleiten wollen. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir dann so beachten haben, bis hin zu der Frage Verschlüsse, Flaschen, Termine vereinbaren. Es ist Gott sei Dank noch mal ein bisschen besser geworden in der Verfügbarkeit der einzelnen Materialien. Aber frühzeitig bestellen, das sind ja die Lehren aus den vergangenen Jahren, das werden Sie alle aber dementsprechend schon durchgeführt haben. Ab Seite 101 im Praxisleitfaden haben wir hier auch nochmal ein paar Informationen, die wir gerne bei Ihnen dementsprechend nochmal in Fokus setzen wollen oder wo Sie nochmal nachfragen und rückfragen können. Wichtig nochmal zum Schluss, Zeit für Sensorik. Und ich springe es nochmal rein. Gute Probierbedingungen beachten. Temperatur bei der Verkostung sehr wichtig. Kellertemperatur, und ich sage mir jetzt unter 10 Grad, schwierig zu verkosten. Auch geeignete Gläser verwenden. Bin mal ein bisschen spöttisch, gerne hat man ja viele kleinere Gläser, die man vorne in der Vinothek hatte, eher aussortiert. Sind jetzt irgendwo hinten im Keller. Das heißt, irgendwo da auch wirklich ein Glas verwenden, mit dem man eine schöne Form hat, eine schöne Möglichkeit, auch die Aromen wahrzunehmen. Ja, so ein kleines 0,1 Probierglas oder vielleicht sogar noch ein Centesbecher, schwierig in der Weinverkostung. Aktuanalyse bereitlegen in der Verkostung, dass Sie das so ein bisschen mit Ihrer Sensorik halt vergleichen können. Gerne mal eine zweite Meinung oder auch Verkostungsrunden. Ich finde es mittlerweile wirklich toll, dass sich viele Gruppierungen innerhalb der Ortschaften oder auch überhalb von Ortschaften dann regelmäßig zusammenfinden, für ihre Weine dann wirklich objektiv zu verkosten, um dann sich auch wirklich Tipps zu geben, sodass man sensorisch dann diesen Schritt weiterkommt. Vergleich mit Vorjahren habe ich angesprochen, ist zum einen wichtig, sodass man den Typus trifft, aber bitte aufpassen, dass man jetzt nicht nur nach analytischen Werten geht. Der hatte letztes Jahr 5 Gramm gehabt, der muss dieses Jahr auch wieder 5 Gramm haben. Ist sicherlich von der Weinmatrix ja immer schwierig und auch herausfordernd, wenn man dann probiert umzugehen. Platzhirsche dagegen probieren, gehen wir immer noch mal gerne mit. Wenn Sie jetzt irgendwo aus der Vergangenheit sagen, Mensch, das ist für mich so ein Typus, da will ich hin, dann durchaus so einen Wein auch noch mal dagegen stellen, um Ihre Weintypen dann qualitativ zu entwickeln, um einfach der qualitativen Optimierung, der qualitativen Spitze mit diesem Wein auch näher zu kommen. Weinrechtliche Infos, da haben wir immer relativ viele Fragen dazu. Sie werden bei uns im KISS festgestellt haben, dass wir am Ende immer jetzt auf dieses Weinrecht für Schule und Praxis verweisen. Dank einiger Kollegen landesweit haben wir da jetzt ein sehr, sehr gutes Nachschlagewerk.
wo wir dann dementsprechend solche typischen Fragen mit vielen Praxisbeispielen nochmal nachlesen können. Ich würde Ihnen auch empfehlen, das immer aktuell quasi in Google zu suchen. Wenn Sie da eintippen, Weinrecht für Schule und Praxis, kommen Sie direkt auf den Link, wo Sie es dann nachverfolgen können. Bitte nicht als PDF runterladen, weil das ist der Klassiker. Dieses Werk wird immer monatlich geupdatet, wenn neue Themenfelder kommen. Jetzt hier aktuell Ausgabe 13.02. Das heißt sehr, sehr aktuell. Deswegen habe ich es auch so nochmal dargestellt. Also nicht eine ältere Fassung irgendwo als PDF abspeichern, sondern immer die aktuellste Fassung nachschauen. Hier sind auch nochmal die aktuellsten Informationen, insbesondere zu Zutaten und Nährwerttabellen, die Sie da nochmal gerne nachlesen können. Tja, der Spruch hier verfolgt mich bzw. uns jetzt schon seit einigen Jahren, aber ich greife ihn immer wieder gerne auf. Im richtigen Moment das Falsche unterlassen ist momentan, glaube ich, ein essentieller Punkt. Wir haben eine tolle Ausgangsbasis mit unseren Jungweinen aus dem Jahrgang 25. Die müssen wir jetzt qualitativ probieren, so im Optimum in die Flaschen zu bringen. Wir haben gutes Grundpotenzial. Die Feinheiten kriegen wir jetzt alle mit unserem önologischen Know-how noch gut hin, sodass wir dementsprechend von der sensorischen Seite halt auch einen 25er Jahrgang sehr, sehr gut in Szene setzen können. Wenn Sie weiter Rückfragen haben, nutzen Sie gerne die klassischen Kommunikationsmedien, die habe ich eben schon mal angesprochen, als auch wir schicken ja regelmäßig unseren KISS raus, wenn wir neue Informationen haben. Wow aktuell ist eher im Fokus, den wir natürlich im Herbst setzen, aber und da verweise ich gerne nochmal drauf, den Praxisleitfaden, ich habe ihn gerne auch nochmal hier vor mir liegen, den wir ja in digitaler Form auch auf unserer Homepage haben, den Sie da kostenfrei runterladen können. Die meisten von Ihnen werden aber VEW-Mitglied sein und jedes VEW-Mitglied bekommt diese vom VEW über die Sponsoren kofinanzierte Druckform zur Verfügung gestellt, der, glaube ich, ein gutes Nachschlagewerk ist, um einfach die wichtigsten Punkte schnell und instinktiv nochmal nachzurecherchieren. Öno-Telefon, Öno-Mail habe ich eben nochmal angesprochen. Gerne da noch mit uns in Kontakt treten. Sollten Sie wirklich sehr problematische Jungweine haben, gerne auch da nochmal an uns rantreten, beziehungsweise auch gerne einfach mal eine Probe nach Telefonat uns zusenden, sodass wir da vielleicht auf das eine oder andere nochmal im Speziellen drauf eingehen können. Okay, wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir gut in der Zeit. Ich habe ungefähr eine Stunde eingeplant. Jetzt sind wir 10 Minuten davor und haben noch Zeit für individuelle Fragen. Ich schaue mal gerne in den Chat rein und eröffne gerne diese Fragerunde. Wenn Sie noch individuelle Fragen haben, diese gerne in den Chat reinschreiben, dann gehe ich dementsprechend gerne und schnell darauf ein. Ansonsten wünsche ich den restlichen Teilnehmern, die sich jetzt gerne ausklinken können, noch ein gutes weiteres mit unseren Jungweinen und ich freue mich bei den nachfolgenden Veranstaltungen den einen oder anderen Wein von Ihnen verkosten zu dürfen. Die sich jetzt rausklinken, sage ich schon mal ein herzliches Adieu hier aus dem Steillagenzentrum und wie gesagt, wer jetzt noch Fragen hat, gerne in den Chat reinschreiben. Herzlichen Dank. Bis jetzt ist der Chat sehr ruhig. Spiegelt auch so ein bisschen, Gott sei Dank, das Bild wieder, was wir bisher haben, dass die Jungweinbehandlung bisher recht problemlos vonstatten geht und jetzt hier nicht noch irgendwo spezielle Fragen auftauchen. Gerne aber nochmal Michael in den Chat reinschauen. Da kommt jetzt nichts. Ja, okay, perfekt. Dann habe ich, glaube ich, den Zeitgeist und Nerv mit meinen Punkten getroffen. War auch, glaube ich, eine gute Rundumsicht von allen Themenfeldern, die uns jetzt quasi in den nächsten Zeiten so beeinflussen. Ich sage nochmal gutes Gelingen mit den Jungweinen und sage an der Stelle Tschüss aus dem Steillagenzentrum. Wie gesagt, wenn noch Fragen kommen sollten, gerne nochmal mit uns in Kontakt treten. Machen Sie es gut und Tschüss.